Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich sitze hier mit Michi und Hans, die kennt ihr hoffentlich beide schon. Und wir wollen heute über Raumfahrt reden, aber auch natürlich über deinen Flug. Ich fange aber trotzdem mal mit Hans an. Hans, die Senkrechtstarter, die kennen dich wahrscheinlich als Vater von Dragon, von Falcon 9. Willst du Michi ihren Blue Origin Flug ausreden oder warum sitzt du hier? Ja, vielleicht eher das Gegenteil. Ich bin da nicht ganz unschuldig dran. Das ist eine längere Geschichte. Hast du da Zeit für? Klar, alles, was ihr wollt. Na gut. Da wollte ich wirklich die ganze Geschichte erzählen. Vielleicht die halbe. Ne? Also, ich hatte ja Michi kennengelernt, als du deinen Parabelflug gemacht hattest. Nicht? Und dann hattest du mich irgendwann mal bei so einer Veranstaltung, da ging es, glaube ich, um Drohnen, gefragt, ob du Astronautin werden. Also es war einfach nur eine theoretische Frage, nicht? Ob du Astronautin werden könntest. Und ich denke halt so ein bisschen, ja, im Prinzip Astronaut, auch wenn nicht so richtig die Beine, ja, also eigentlich müsste das schon irgendwie gehen. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen, drüber nachzudenken und auch drüber zu reden. Und im Endeffekt hattest du dann, glaube ich, auch gesagt, eigentlich wolltest du erstmal nur wissen, ob das, was weiß ich, so mit Blue oder so funktioniert. Dann habe ich gedacht, na gut, dann rufe ich halt mal die Leute von Blue an, theoretisch. Und so war das dann halt, dass Blue gesagt hat, ja, wir finden das wäre eine tolle Mission, willst du das nicht machen? Und so wurde das dann irgendwie eine Mission. Und da gibt es so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, wenn irgendwas schief geht oder so, braucht Michi Hilfe, um auch rauszukommen und so. Dann habe ich gesagt, gut, das kann ich ja machen. Und dann habe ich auch noch ein bisschen was davon. Nicht? Und so kam es halt, dass wir irgendwann mal so in diese Ecke getrifft sind, wo wir sagen, okay, wir fliegen zusammen. Da gibt es natürlich auch wieder ein paar Gedanken drüber, aber ich bin sicher, da wirst du die richtigen Fragen noch haben. Ja, also ich finde es mega cool. Also das heißt noch vielleicht mal, die Leute, die Blue ist so die in der Luft- und Raum, die Worte steht Blue Origin, also praktisch das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, und die haben mittlerweile 2 Raketen am Start. Das ist die New Shepard, benannt nach dem ersten suborbitalen Flug der Amerikaner. Also Alan Shepard war der erste Amerikaner im All, damals suborbital, und das im Prinzip eine suborbitale Rakete, und die New Glenn, die erste Orbitalrakete jetzt, die jetzt Anfang 2025 das erste Mal geflogen ist. Und die jetzt muss ich aufpassen, New Shepard-Rakete, so, also ihr werdet mit, sauchen wir durcheinander. Ihr werdet mit der New Shepard fliegen. Genau, wir würden aber auch gerne mit New Glenn fliegen. Wir sind da offen. Genau. Ihr opfert euch für die Gruppe. Ja, ich finde es mega, mega cool. Ich hab mich super gefreut, auch als du es angekündigt hast bei Instagram. Wir haben da ja direkt dann das Glück gehabt, dass wir einen Livestream zusammen machen können. Da ist leider der Start da nicht passiert. Das war damals ein Start für Fracht. Also diese Rakete, die ist ja für Menschen ausgelegt. Das heißt, da können Passagiere mitfliegen. Es müssen aber keine Astronauten sein. Ich glaube, das ist auch in diesem Design von dem Raumschiff hauptsächlich mit drin gewesen. Das heißt, okay, das sollen nicht Astronauten sein, die da mitfliegen, sondern im Prinzip jeder soll da mitfliegen können. Ja, da gibt es halt verschiedene Definitionen von diesen ganzen Sachen. Nicht? Also in dem Sinne, die Passagiere müssen nicht viel machen. Die müssen sich anschnallen und wieder rechtzeitig in ihre Sitze zurück und so. Die Aufgaben sind relativ gering. Ja. Und das ist ja im Prinzip eigentlich auch das Coole. Ich habe dann schon auch gesagt, ich finde es halt jetzt total abgefahren. Du wirst der erste Mensch sein mit einer Behinderung, die die Grenze zum Weltraum überschreitet, dass du die Grenze 100 Kilometer als, so wird definiert, wo der Weltraum im Prinzip anfängt. Und ich meine, du bist querschnittsgelähmt, du sitzt im Rollstuhl, das ist jetzt nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, eine leichte Behinderung, sondern es ist wirklich eine schwere Behinderung, die deinen Alltag schwierig macht. Und sie sind offensichtlich in der Lage, dass das geht. Ist es wirklich so einfach oder sind da mehr Herausforderungen? Naja, Hans hat ja schon ein bisschen angekündigt, also ganz alleine würde es jetzt gerade noch nicht gehen. Genau, gerade wie du gesagt hast, ein Querschnitt ist jetzt nicht gerade eine kleine Behinderung, und natürlich kann ich im Notfall nicht aus meinem Sitz springen und einfach aus der Kapsel rauslaufen, aber genau, dafür machen wir das als Team. Davon abgesehen ganz alles. Genau, davon abgesehen. Schweben kann ich und sitzen kann ich auch. Ja, mega cool. Hans ist auf Senkrechtstarter schon öfter zum Gast gewesen. Da ging es dann hauptsächlich eigentlich um SpaceX und die Einschätzung zum Starship oder auch die Geschichte von SpaceX. Michi, ich möchte dich noch mal kurz vorstellen. Du bist 33 Jahre alt. Ja. Du kommst ursprünglich tatsächlich eigentlich aus Norddeutschland, ja, oder? Aus Kiel. Aus Kiel.
bist aber in der Nähe von München aufgewachsen. Genau, ich bin mit 14 nach München gezogen. Genau, und hast da auch in München an der TUM studiert? Ja, also einen Bachelor habe ich in Österreich gemacht, in Mechatronik und dann meinen Master in Luft- und Raumfahrttechnik an der TUM in München. Genau, und wir sind jetzt hier gerade in Leiden, in den Niederlanden, weil du hier arbeitest bei der ESA. Genau. Ja. Was machst du bei der ESA? Grob gesagt, so Mars-Atmosphärenwissenschaften. Genau, das ist so eigentlich mein Thema und jetzt ein bisschen auch durch Hans Anstupser und keine Ahnung bin ich in Richtung GNC gekommen und würde eigentlich gern so Landealgorithmen für Booster Landings entwickeln. Da habe ich jetzt gerade so ein kleines GNC-Projekt bekommen und jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Es gibt viele Senkrechtstarter-Zuschauer, die vielleicht noch darüber nachdenken, was ihre Karrierewünsche sind, also die Jüngeren. Wie ist es bei dir gekommen? Wie bist du zur Raumfahrt gekommen? Ich glaube, ich wollte das eigentlich schon immer irgendwie machen. Also Weltraum hat mich immer schon fasziniert, aber mein Papa ist Physiker und deswegen war ich immer eher eigentlich so auf der Physikschiene unterwegs und dachte mir so, ich würde Physik mit Schwerpunkt auf Astrophysik studieren. Habe mich das aber nicht getraut nach der Schule und habe dann mit Wirtschaftswissenschaften angefangen. Ich mir dachte, ja, das schaffe ich nicht. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die Mechatronik studiert haben. Und so bin ich zum Ingenieurstudium gekommen und habe dann rausgefunden, es gibt eigentlich auch Luft- und Raumfahrttechnik. Genau. Und du hast, glaube ich, in einem anderen Interview mal gesagt, dass dich auch so Science Fiction so ein bisschen auch zur Raumfahrt getrieben hat oder das Star Wars ist da dein. Ja, genau. Wir haben früher als Kind halt irgendwann mal zu Weihnachten Star Wars DVDs geschenkt bekommen und ich glaube, ab da fand ich es irgendwie ziemlich cool. Ja, ich bin auch riesen Star Wars-Fan, das ist auch so interessant. Ich finde, es gibt sehr viele, ja, ich sag mal, Ingenieure oder Naturwissenschaftler oder so, die sich für Star Wars oder Science Fiction begeistern und vieles in der Science Fiction ist ja nicht unbedingt realistisch. Also gerade Star Wars, wo man sagt, da ist das Thema Schwerelosigkeit spielt überhaupt keine Rolle. Trotzdem gucken wir das gerne und es irgendwie inspiriert uns. Hast du eine Vorstellung, warum gerade wir Techniker dann trotzdem das irgendwie cool finden oder uns das triggert? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht so genau. Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich finde an Star Wars am coolsten, dass es so viele unterschiedliche Planeten mit so vielen unterschiedlichen Völkern gibt. Das finde ich irgendwie. Man hat so das Gefühl, die Welt ist größer als unsere. Also ich weiß gar nicht, ob es so sehr das Technische ist, was mich so fasziniert. Das war bei mir tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich habe nicht mit dem ersten Star Wars-Film angefangen, sondern ich habe mit Das Imperium schlägt zurück angefangen und dann geht es ja direkt auf dem Eisplaneten los und es war für mich total, dann so, ja klar, auf einem anderen Planeten, warum sollte da irgendwie unsere Bedingungen herrschen? Das wurde natürlich auf der Erde gefilmt, aber es wurde ja so dargestellt, als der ganze Planet ist irgendwie eingeeist und dann man dann da irgendwie so einen Gasplaneten sieht, wo dann die Städte irgendwie in den Wolken sind und sowas, hat mich als Kind total Ja, das fand ich immer auch so cool. Mein Horizont erweitert. Bist du eigentlich ein Science-Fiction-Fan, Hans? Ich glaube ja. Ich vorher auch gucken auf Filme an. Also ja, denke schon. Ich finde die Bücher von Andy Weir, also The Martian, erstes andere. The Astronaut und Artemis ist das auf dem Mond und Hail Mary. Hail Mary. Hail Mary fand ich tatsächlich besser als den Martian. Echt? Okay. Ja. Die Idee, die du jetzt als Lebewesen hast, die, was weiß ich, Essen rein, Essen raus, zwischen sehr selben Kanal, fand ich einfach. Ja, die Stelle ist sehr, sehr gut im Buch. Ja. Ich muss sagen, der Marsianer hat mich dann die technische Tiefe zum Mars super fasziniert. Und also ich lese regelmäßig mal wieder oder gucke mir den Film auch an. Und der Film hat auch viel dazu beigetragen. Ne? Das stimmt schon. Aber ich fand das Buch eigentlich auch klasse. Bin mal gespannt. Wird ja verfilmt auch, kommt glaube ich nächstes Jahr ins Kino. Also Andy Weir, Hail Mary und da bin ich auch sehr gespannt, wie der dann einschlägt. Aber der Marsianer. Also wir hatten bei SpaceX tatsächlich mal den The Martian, bevor es released wurde, gesehen. Und also sozusagen als Kritik mit Andy Weir zusammen. Ne? Also war schon nicht schlecht. Cool. Michi, apropos Science Fiction. Ja, wir leben jetzt in Zeiten, in denen du trotz einer Querschnittslähmung ins All fliegst. Das ist, also ich würde sagen, vor 10 Jahren war das Science Fiction, oder? Also hättest du dir das gedacht, als du irgendwie angefangen hast, Luft- und Raumfahrt zu studieren? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja meinen Unfall gehabt, bevor ich Luft- und Raumfahrttechnik studiert habe, also am Ende meines Bachelors. Und ja, das war für mich völlig außer Reichweite, ehrlich gesagt. Also ich wollte immer schon gerne in den Weltraum fliegen, aber gerade wo ich dann meinen Unfall hatte, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist das definitiv vorbei. Ja. So richtig Science Fiction wäre es ja eigentlich, wenn man es beheben könnte, nicht?
Das wäre noch besser. Ja, und da gibt es ja dann durchaus auch Organisationen, die daran arbeiten, nicht? Das ist richtig. Wollt ihr mir was mitteilen? Willst du sagen oder soll ich? Okay. Ja, wir planen tatsächlich im Rahmen unseres Fluges so eine Spendenaktion zu machen mit einer Organisation, die heißt Wings for Life. Und die sammeln Geld für Rückenmarkforschung. Und ja, das ist natürlich für mich ganz besonders ein Thema, weil ich auch irgendwie natürlich immer die Resthoffnung habe, dass in meinem Leben nochmal irgendwann irgendwas erfunden wird, dass mein Querschnitt geheilt werden kann. Und genau deswegen wollen wir gerne die Aufmerksamkeit, die wir jetzt bekommen, so ein bisschen nutzen, um Die Richtung zu denken. ja, genau, ein bisschen den Fokus auf Querschnittlähmung, die damit verbundenen Probleme und eben auch auf eine hoffentlich in Zukunft wirkliche Heilung zu lenken. Und das heißt, ihr wollt Spenden praktisch für diese Stiftung sammeln. Und, Genau. Ja. Genau. Okay, dann wird es mit Sicherheit einen Link geben, den ich auch hier in Absolut. die Beschreibung reinpacken kann. Und ja, finde ich großartig. Und das war so ein bisschen mein Aufhänger von mir mit Science Fiction und dass wir in Zeiten leben, in denen irgendwie Science Fiction irgendwie wahr wird. Und es ist ja irgendwie auch der Punkt, dass wir uns Sachen erträumen, die irgendwie aktuell vielleicht sagen, oh, das geht gerade nicht. Und das finde ich richtig doof, dass es nicht geht. Aber ich glaube daran, dass es geht. Und ich will, dass es geht. Und dass das die richtigen Menschen dazu motiviert, die Probleme anzugehen und wir die Probleme lösen. Und dass Science Fiction immer mehr zu unserem Alltag wird. Und wir uns immer fragen, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Wo war ich eigentlich vor 10 Jahren? Wie war die Welt da und wie ist es jetzt? Und was ist jetzt alles möglich? So, finde ich sehr, sehr cool. Hans, was treibt dich an für diesen Flug? Was ist so der Punkt, wo du sagst, das findest du gut, dass das gemacht wird? Ich bin da so reingerutscht, nicht? Nee, also zum einen ist es so, dass ich tatsächlich ganz gerne mal eine Rakete fliegen will. Stelle mir irgendwie spannend vor. Nachdem du sie alle entwickeln hast, oder? Genau, ich will nur von den Astronauten hören wollen, wie war es denn eigentlich? Was war denn da bei Max Q und so? Also von daher, das ist so ein bisschen so, soweit ich das halt eben machen kann. Und dann das andere war halt ein bisschen, dass ich auch, dass mich da auch irgendwie sehr inspirierend ist. Ne? Ein bisschen ansteckend, wenn es darum geht. Ich will ins All und gedacht, okay, das ist eigentlich eine tolle Sache und eigentlich sollte man das möglich machen und vielleicht auch mitmachen. Ne? Und ist das so einfach? Also kann man einfach mit Blue reden und die sagen, ja, wir machen das alles möglich und ja, ihr werdet ins All fliegen oder? Naja, es geht schon gegen Resources, nicht? Das ist offenbar, man muss es auch bezahlen können. Aber ich meine, es war ist ja eine Challenge. Also bisher Ich muss sagen, Blue war klasse zu bearbeiten, als es um gerade diese Sachen ging, was mich hier angeht, wie sie reinkommt, wie sie rausgeht. Das globale, wie soll man sagen, es ist ja eine gewisse Liability auf deren Seite, ja. Und diese Sachen, muss ich sagen, hat Blue wirklich klasse mit uns zusammen gelöst. Und sie haben uns auch, zusammen. ja, die haben uns auch relativ schnell gefragt, ob wir nach Texas kommen können. Ich glaube, so im zweiten oder dritten Gespräch schon, weil sie, glaube ich, auch einfach mal schauen wollten. Sie wollten sehen, das geht ja. Ja, genau, das geht, ne? wie wir das möglich machen können, bevor sie jetzt Ja oder Nein sagen. Ja, da waren sie aber ziemlich gut vorbereitet, als wir dann gekommen sind. Also die beiden, mit denen wir da arbeiten, sind klasse, die machen das wirklich gut. Und du hast schon gesagt, es geht gegen Resources, ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes gehütetes Geheimnis und das werden wir heute in diesem Interview auch nicht lösen können. Das wird, glaube ich, ein Geheimnis bleiben. Während wir hier sprechen, das finde ich auch mega cool, Hans, ist es eigentlich noch gar nicht offiziell, dass du auf diesem Flug mit... Das ist wahr, das ist so ein bisschen die Forcing Function für mich. Ja, ich finde es total cool und ich finde es auch cool, dass du mitkommst und ich kann das auch total nachvollziehen, dass du sagst, du hast die Raketen, kennst ja alle Astronauten im Prinzip, die mit Dragon geflogen sind, so und mit denen darüber gesprochen, wie das ist und dass du jetzt im Prinzip auch erleben wirst, wie ist es eigentlich wirklich eine Rakete oder auch ein Raumschiff zu fliegen. Jetzt von der Sicherheit her, das ist ja ein Thema, wo du bei SpaceX ziemlich den Hut auf hattest, also für Flugverletzlichkeit und auch wie Crews zur Raumstation fliegen können und Untersuchungen von Fehlstart zum Beispiel bei der Falcon 9 hast du mit untergeleitet innerhalb von SpaceX. Ist das ein Thema, wo du irgendwie sehr sensibel bist? Das heißt, bevor du jetzt zu Blue gehst oder dir diese Rakete anschaust, dich da reinzusetzen, dass du da durchgehst und okay, was für Anforderungen muss die eigentlich Also es ist schon ein bisschen anders als bei SpaceX, weil ich einfach nicht ganz so viel Insight habe, nicht? Bei SpaceX wusste ich ein bisschen mehr. Aber ich weiß zum Beispiel, dass halt Leute, die früher für mich gearbeitet hatten, bei Blue auch arbeiten, ja. Also es sind gute Leute und ich weiß, dass sie gute Arbeit machen.
Ich weiß, dass Blue einige Starts gehabt hat und ich glaube, bei einem Start gab es auch einen Abbruch, wo die Kapsel sich getrennt hat. Also das wurde auch getestet. Für mich sind das alles so Sachen, die müssen getestet werden. Ja. Es gab ein bisschen Probleme mit dem Fallschirm. Das ist auch in dem Sinne abgehakt und getestet und die ganzen Sachen sind gelöst worden. Also das ist schon alles so, wie ich mir das im Prinzip wünschen würde. Mhm. Ja. Startabbruchsystem ist ja ein bisschen ein anderes. Also bei den Dragon haben wir diese Hypergolen Super Draco-Triebwerke. Das heißt, wir haben eine Flugsteuerung, die im Prinzip erkennt, wie gut ist das Vehikel, wie läuft es im Prinzip. Und das heißt, es gab auch diesen Test, wo ein Booster absichtlich zerstört wurde und wo dann die Dragon erkennen musste, okay, ey, weg hier. So. Ja. Und bei Blue Origin, bei der New Shepard, ist es, meine ich, eine Feststoffrakete. Feststoffrakete in der Mitte, ja. Genau, und das ist auch, es sieht immer so aus, warum packen die denn diesen riesen Roulette-Tisch da rein oder so, aber da ist so eine Rakete drin. Ne? Okay, und das wurde ja auch demonstriert. Es gab mal es war auch ein Frachtflug, wo eine New Shepard-Rakete, war das, ja. ein Triebwerk, glaube ich, hatte versagt gehabt, ein einzelnes. Die Kapsel rausgezogen und alles ging gut. Und dann ist im Prinzip auch eigentlich der Flug ab dem, wenn dann der Feststoffmotor ausgeht, dann ist es im Prinzip eigentlich auch so, wie die Kapsel funktionieren soll. Und als Passagier, so Sachen will ich halt sehen. Ich will sehen, dass so Sachen funktionieren. Und das, wenn ich sehe, dass es halt funktioniert und dann, dass dann entsprechend auch durchgearbeitet wird, das ist eigentlich, was ich will. Wenn es die ganze Zeit nur gut geht, das ist für mich ein bisschen zu, ja. Ich müsste auch ein bisschen wissen, dass rechts und links Sachen noch Margin ist. Du kennst auch, also du bist ja nicht mehr bei SpaceX, warst lange Jahre, warst, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 4 da, aber warst lange Jahre da, bist dann in SpaceX-Ruhestand. Kennst Sarah Gillis und Anna Menon auch ganz gut. Die sind mit Polaris Dawn mit Jared Isaacman geflogen, was ja auch völlig abgefahren ist. Von wegen, also die Mitarbeiter von der Raumfahrtfirma sind dann auch selber ins All geflogen. Also es war insgesamt eine coole Mission, aber finde ich, ist nochmal, wenn man in der Firma gearbeitet hat, wahrscheinlich auch irgendwie ein besonderer Moment, oder? Ja, ich glaube auf jeden Fall, ja. Das ist schon ziemlich speziell gewesen, war auch eine klasse Mission, fand ich, und hat Spaß gemacht zu sehen. Hättest du dich auch eingesetzt? Na klar. Und uns, das ist ja noch, ich meine, es ist ja nur ein Anfang jetzt, nicht? Von daher, mal gucken, wo es geht. Ja. Apropos Kollegen, du arbeitest bei der ESA hier in Leiden. Was haben deine Kollegen gesagt? Oder, Es waren tatsächlich alle total begeistert und freuen sich sehr für mich. Da war ich ziemlich froh, weil, ja, gerade nachdem es ja auch keine offizielle ESA-Mission ist, denkt man sich dann immer so, wie reagiert das ESA-Umfeld? Und finden sie es gut, finden sie es nicht gut? Aber es ist auf sehr, sehr viel positive Resonanz gestoßen. Cool. Und die ESA hat auch eigentlich ich nenne es jetzt mal ein ähnliches Projekt am Laufen. Also John McFall ist das Stichwort. Magst du uns was über John McFall erzählen? Klar, ja. Ja, wir haben uns am ERC schon mal getroffen und auch am STEC. Und ich finde ihn tatsächlich super cool. Also er ist super lieb und ja, ich hoffe natürlich, dass er bald zur ISS fliegt. Ich glaube, er hat das Medical komplett, also er ist voll zertifiziert, dass er fliegen könnte. Und genau, deswegen drücke ich ihm die Daumen und wir haben da, glaube ich, ziemlich ähnliche Ziele, sage ich mal. Also John McFall, der wurde in der letzten ESA-Astronautenauswahl auch ausgewählt. Im Prinzip dann auch, die Bezeichnung ist von der ESA, glaube ich, Para-Astronaut. Ja, ich glaube nicht mehr. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich bin immer so ein bisschen der Meinung, warum kategorisieren? Also entweder ist man Astronaut oder halt nicht, finde ich. Und da sollte man eigentlich keine Unterschiede machen, ob man jetzt eine Behinderung hat oder nicht. Ich glaube, die ESA hat es aber auch umgeändert auf einfach nur Astronaut. Okay. Und ich glaube auch so ein bisschen, der Ansatz ist auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, ein anderer. Also bei dir ist es, du hast einfach diese krasse Behinderung, muss man auch so sagen. Und es gibt Sachen, die ein Astronaut machen kann, die du definitiv nicht machen kannst. Absolut. Während bei John McFall eigentlich, würde ich sagen, ist eher der Ansatz, okay, wir nehmen einen super robusten Menschen, der ein Bein verloren hat und versuchen, den so zu trainieren, dass er alles machen kann, was ein Astronaut auf der ISS irgendwie machen kann, so grob vereinfacht. So. Ja, und, genau. Und ich hatte da auch noch ein ganz interessantes Gespräch mit Alexander Gerst letztens, auch so generell über das Thema, über John McFall, über Astronauten mit Behinderung. Und er hat halt auch gemeint, dass man das sogar so sehen sollte, dass diese Leute einen echten Mehrwert zu der Crew dazu bringen, weil eben Leute, die so einen Unfall gehabt haben oder täglich mit so vielen Hürden konfrontiert sind, dass die eine unglaubliche Resilienz haben und gute Problemlöser-Skills. Und er meint so, dass halt ja als Astronaut man oft schnell unvorhergesehene Probleme lösen muss. Und ich glaube, wenn man den ganzen Tag immer damit beschäftigt ist, irgendwelche Probleme zu lösen, dann
Ja, ist man da ganz gut trainiert. Das fand ich eine ganz interessante Sichtweise, ehrlich gesagt. Kann ich auch so ganz teilen. Wahrscheinlich ist so der goldene Punkt so ein bisschen, also wenn du mit zu vielen Problemen permanent bombardiert wirst, dann verlierst du auch irgendwann die Lust, die Probleme zu lösen. Und das ist im Prinzip, wenn man ein Ziel hat, wo man sagt, okay, das ist, auf das ich hinarbeite, von mir, ich werde jetzt irgendwie Astronaut oder ich möchte jetzt die Astronautenausbildung durchhaben bei der ESA und so weiter, dass es dann der Ansporn ist, diese ganzen Herausforderungen anzugehen. Aber natürlich ist ja diese Probleme, mit denen behinderte Menschen im täglichen Leben permanent konfrontiert sind, das können sich Leute, die diese Behinderung nicht haben, oft nicht vorstellen, von wegen unter wie vielen Herausforderungen tagtäglich steht, oder? Und das hoffe ich auch so ein bisschen, dass unsere Mission das vielleicht so ein bisschen in den Fokus rücken kann, dass eben, wenn man sagt, man versucht jetzt jemanden mit Behinderung in den Weltraum zu bringen, weil nicht versucht es, sondern tut es, dann sollten wir eigentlich auch irgendwie unsere Erde halt so barrierefrei gestalten, dass wir ohne Probleme am täglichen Leben teilnehmen können. Und da sind wir noch weit von weg. Und genau, das hoffe ich, dass das noch so ein bisschen so ein, ich sag mal, Nebeneffekt sein kann. Ich habe da auch noch ein paar Gedanken zu der, kommen wir gleich zu. Ich will natürlich eigentlich nochmal auf den emotionalen Moment hinaus, weil über Hans haben wir schon geredet, von mir, ich darf jetzt ins All fliegen und er hat sich das schon so ein bisschen ausgemalt. Wie war das denn eigentlich? Also, es klingt so ein bisschen, als hättest du als hätte Hans ein bisschen genatscht, so ein bisschen echt, so ins All fliegen, wäre das nicht was oder so? Und das im Prinzip, dass es so auf deinen Antrieb hingeht oder so. Aber es gab ja dann den Moment auch, wo du erfahren hast, du fliegst ins All. Ja, also erstmal war es tatsächlich an Hans eine rein, ich sag mal, technische Frage. Also, ich war, als ich Hans gefragt habe, auf dem Stand oder habe mir gedacht, dass niemals jemand dazu Ja sagen würde, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir gedacht, naja, jetzt habe ich Hans gerade mal da und der hat viel Erfahrung. Hans sitzt ja hier, den Kaffee mit Hans. Und ich frage ihn jetzt einfach mal, ich meine, wenn es mir wer beantworten kann, dann vielleicht er. Und dann, genau, war es einfach so eine Frage. Und als wir dann das erste Mal da näher drüber gesprochen hatten und Hans gesagt hat, er hat mal bei Blue nachgefragt und die fanden das eigentlich ziemlich toll, habe ich es ehrlich gesagt auch nicht geglaubt. Ich dachte mir so, naja, jetzt schauen wir mal, hoffentlich haben sie sich da nicht falsch verstanden oder so. Und dann gab es aber nicht diesen einen Moment, dass ich wusste, so, ich fliege jetzt, sondern das war mehr, also wir sind ja dann, wie gesagt, einmal nach Texas geflogen und da hatte ich ziemlich Angst, ehrlich gesagt, dass sie hinterher sagen würden, nee. Ich glaube, es war der erste Moment, wo ich so ein bisschen so war, okay, jetzt passt's, war, als wir den Launchvertrag unterschrieben haben. Da dachte ich mir, okay, da werden sie jetzt wohl keinen Rückzieher mehr machen. Aber ich war tatsächlich ziemlich skeptisch für eine lange Zeit, weil man will sich ja auch nicht selber total viel Hoffnungen machen. Ich meine, das ist so etwas, was ich so unbedingt machen wollte. Es war so ein Long-Term-Lebensziel für mir, sage ich mal. Und man will sich dann ja auch nicht Hoffnung machen, und da heißt es dann, nee, doch nicht. Ja, oder ich stelle mir auch vor, das ist ein ganz doofer Gedanke, aber diese, was du hattest, dass du hinfährst, mit denen gesprochen hast, dann dass du Angst hattest, von wegen, dass deine Behinderung ein Tick zu schwer ist. Ne? Ja, genau, sowas. Das, was ich jetzt habe, wenn das wäre, also dass man noch mehr sauer auf diese Behinderung ist. Dass man, ich hätte diese Möglichkeit gehabt, aber es funktioniert nicht. Und es ist ja zum Glück jetzt gut ausgegangen und dass du fliegen darfst und so, aber kann ich absolut irgendwo nachvollziehen. So. Ja. Okay, dann war das im Prinzip so ein fließender Übergang, dass du das wusstest oder immer mehr wusstest, okay, das ja, ich war immer so, hoffentlich sagt keiner mehr nein, hoffentlich sagt keiner mehr nein. Du hast es dann bei Instagram dann irgendwann jetzt in den letzten Wochen geteilt, dass es offiziell war. Gab's da, also hattest du davor irgendwie komische Gefühle, dass du sagst, okay, was wird die Welt sagen und was werden deine Freunde sagen? Ja, total. Also meine Freunde nicht, weil also Freunde und Familie wussten das dann zu dem Zeitpunkt schon. Aber ich hatte total Schiss, wie Leute darauf reagieren würden, sage ich mal. Und ob da so Kommentare kommen würden, warum soll überhaupt jemand mit Behinderung in den Weltraum fliegen und solche Dinge. Und auch natürlich, wie reagieren meine Kollegen von der ESA da drauf und Leute, die in der Space-Industrie arbeiten. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass es wirklich eigentlich nur positives Feedback war. Da war ich ziemlich erleichtert. Ja. Ja. Kann ich nachvollziehen, ist natürlich irgendwie, dass man gerade bei so großen Sachen auch drüber nachdenkt, was macht es mit den anderen? Gibt es da irgendwie Neid oder finden die Leute das komisch oder denken sich einen Grund aus, warum das auf irgendeinem Niveau irgendwie doof ist für irgendjemanden und
nehmen einem ja im Prinzip damit diese Freude oder im Prinzip dieses Projekt so ein bisschen auch. Ja, und ich habe mich auch gefragt, ob die Leute eigentlich erkennen, was das bewirken kann. Mhm. So, und das haben aber wirklich viele erkannt. Also ich habe viele Nachrichten auch von, zum Beispiel von einem Professor von der TU Delft bekommen, den ich gar nicht so richtig kannte, aber der dann gesagt hat, ja, er findet das super cool und das kann wirklich einen großen Impact haben. Und das ist natürlich voll schön, sowas zu lesen. Oder auch von vielen anderen Leuten mit Behinderung, die dann gesagt haben, oh, es ist so schön zu sehen, dass man irgendwie doch noch, also trotz so einem Unfall oder so einer Behinderung, irgendwie seine Träume verwirklichen kann, wenn man Unterstützung bekommt. Ja. Okay, also ESA, alle cool aufgenommen. Jetzt, Hans, du hast es noch nicht offiziell gesagt, dass du fliegst. Deshalb weiß ich nicht, inwieweit deine Ex-SpaceX-Kollegen wissen, dass du fliegen wirst oder so. Ist das ein Thema? Also denkst du von das, also auf Social Media oder ich sag mal jetzt auf meiner YouTuber-Seite oder so, denkt man oder schreibt man sich auch so ein bisschen eine Rivalität zwischen Blue und Space? Ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Kuiper, die Konstellation von Amazon fliegt ja nun auch auf Falcon 9, nicht? Und daher, das ist alles so ein ziemliches Gemisch jeder Tage. Oder Northrop Grumman fliegt auch auf Falcon 9 mit, wie heißt das Ding nochmal? Cygnus. Cygnus, ja. Genau, mit Cygnus. Also alles geht ein bisschen durcheinander. Und ich denke mir, auch von SpaceX Hilo, ein paar Leute habe ich das schon erzählt. Und da war die Response waren eigentlich immer positiv. Ja. Und ja, hattest du ja eben schon gesagt, dass es ehemalige Kollegen auch bei Blue arbeiten oder irgendwie. Also genau, es ist ein bisschen Wechsel zwischen den Firmen. In der Regel mehr von SpaceX zu Blue als von Blue zu SpaceX. Aber es gibt schon ein bisschen Fluss zwischen den beiden Firmen. Du meinst eben schon von wegen so richtig technischen Einblick hast du natürlich nicht, weil im Prinzip ihr seid Kunden, jetzt sage ich jetzt mal, ihr seid jetzt hier, ihr entwickelt nicht mit. Stimmt, ganz. Ihr helft mit, im Prinzip diese Flüge behindertengerecht zu machen. Einfach dadurch, dass ihr jetzt irgendwie eine Case-Study im Prinzip seid. So. Aber ich denke, dein Engineering-Hintergrund oder deine Raumfahrt, wirst du nicht ausschalten können. Ich werde dir eine oder andere Frage stellen. So kann man das auch machen. Aber gibt es schon irgendwie Unterschiede, wo du sagst, okay, da ist es von der Kultur ist es anders, als du es von SpaceX her kennst? Oder ist dir aufgefallen? Oder? Ich würde mal sagen, die Kultur ist ein bisschen anders, wie sie miteinander arbeiten und so, ja. Aber so fundamental, so auf der individuellen Ebene ist es, glaube ich, nicht viel anders, um ehrlich zu sein. Und wie gesagt, die beiden, mit denen wir gearbeitet haben, das war wirklich eine ganz, ganz positive Erfahrung von. Absolut. Okay. In der Community wurde sich so lange ein bisschen drüber ausgelassen, dass Blue Origin ist ja tatsächlich sogar ein Tick älter als SpaceX, aber dann im Prinzip ewig suborbital unterwegs war und SpaceX hat Falcon 1 am Start, Falcon 9 am Start, fliegt zur ISS und so weiter und dann war immer von wegen, Elon Musk hat, glaube ich, einen Post auch mal auf Englisch, ist der Witz ein bisschen besser, ist von wegen can't get it up und von wegen to orbit und mittlerweile haben sie eine Orbitalrakete am Start, aber für mich bei manchen Dingen muss ich wahrscheinlich auch gestehen, dass ich da ein bisschen auch mit in diese Erzählung mit eingezahlt habe, aber für mich sind es unterschiedliche Systeme. Falcon 9 und Dragon haben eine andere Zielsetzung als jetzt eine New Shepard, oder? Also und dementsprechend. Ja gut, New Shepard sowieso. New Shepard war von vornherein dafür konzipiert, was es halt eben ist, und es ist im Prinzip eine Art von Weltraumtourismus im Prinzip, nicht? Und für mich ist es halt auch so, ich bin halt in der kommerziellen Raumfahrt jahrelang beschäftigt gewesen, oder jahrzehntelang. Und ein bisschen ist das, die beiden Hauptdinge, die funktionieren in meinen Augen, sind tatsächlich Weltraumtourismus und Kommunikation. Ja. Es gibt verschiedene Nischen, aber die Nischen bringen nicht unbedingt Geld, die sind oftmals strategisch wichtig, also was weiß ich, Erdbeobachtung, füttert halt eben Daten sowohl für Klima als auch eben für Militär. Dann gibt es dann halt eben noch GPS, aber das ist halt eben auch so ein bisschen so ein Service für die ganze Welt, den kann man irgendwie schlecht vermarkten dabei, ja. Aber so richtig kommerziell ist halt eben wirklich nur diese beiden Sachen. Und das eine mache ich schon. Ich habe Starlink zu Hause und dann dachte ich mir eben, da probiere ich das andere eben auch aus. Apropos Suborbital, Michi, kannst du kurz erklären, was eigentlich wie dieser Flug ablaufen wird? Also ja, wie lange dauert das, bis man dann eigentlich starten kann? Oder ja. Ja, also erstmal alles in allem ist der Flug gar nicht mal so lange. Also 15 Minuten ungefähr. 13, glaube ich, oder London, ja. Genau, und auf jeden Fall, ja. Kann ruhig ein bisschen länger sein. Ne? Gerne.
Vielleicht können wir mal ein bisschen schneller losfliegen und dann machen wir eine orbitale Mission draus. Und gestartet wird von Texas. Genau, gestartet wird von West Texas, ist irgendwo in der Wüste, ziemlich in nirgendwo. Waren wir auch zusammen gewesen, ne? Ja, genau, schon zweimal. Start gesehen. Genau, wir haben auch einen Start gesehen. Und wenn man dahin will, fliegt man eigentlich nach El Paso, das ist so eine Stadt an der mexikanischen Grenze. Und dann fährt man nochmal so 2 Stunden, 2,5, sowas in die Wüste. Ja. Genau, und dann gestartet wird meistens relativ früh morgens. Bei uns wahrscheinlich auch. Das heißt, es gibt auch einen Livestream, der wird hier mittags rum sein. Und ja, dann weiß ich gar nicht, was dazu groß sagen. Da kriegt man eine große Parabel, einmal über 100 Kilometer drüber und dann nur halt ein Fallschirm wieder in der Wüste. Und im Prinzip ab dem Moment, wenn das Triebwerk aus ist Schwerelosigkeit und dann muss man wahrscheinlich auf das Go warten, dass man aus den Sitzen raus darf. Und dann ist wahrscheinlich auch Hans Große auch also musste Michi dann auch schon direkt helfen oder kann sie? Nee? Also ich würde sagen, Kannst du selber. ja, raus kann ich selber. Also ich würde sagen, das, wo ich am aufgeregtesten bin, ist so ein bisschen, wie komme ich wieder rein in meinen Sitz. Wäre natürlich cool, wenn ich es irgendwie ganz alleine schaffen würde. Wenn nicht, habe ich aber natürlich Hans da, der mir dann schnell helfen kann. Ja, das ist so ein bisschen der einzige Punkt, wo ich mir so denke, okay, hoffentlich klappt das alles so. Okay, aber da wurde nichts jetzt verändert, sondern im Prinzip die Kapsel, so wie sie jetzt ist, Ja. muss euren Flug unterstützen. Und, Ja, genau. und was mit dem Training, also ist es irgendwie die Einrichtung da, kommst du da überall mit dem Rolli gut durch oder war das eigentlich erst? Also sie haben direkt so Rampen organisiert, weil wir haben so eine Trainingskapsel da, wo eigentlich so Treppen hoch sind. Da haben wir aber schon beim ersten Mal gleich eine Rampe, also da waren sie wirklich gut vorbereitet. Und ansonsten, naja gut, das ist halt so ein Gelände in der Wüste, ist jetzt nicht das allerrollstuhlfreundlichste, aber sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben, dass ich überall ganz gut hinkomme. Und ja, ansonsten war halt so ein bisschen die Frage, wie ich rein und rauskomme in die Kapsel. Also in einem Nicht-Notfall haben wir uns jetzt für so eine Art langes Rutschbrett entschieden. Also da kann ich mich sozusagen von meinem Rollstuhl so draufsetzen und dann über die Luke bis zu meinem Sitz so rüberrutschen und mich in meinen Sitz setzen. Genau, so komme ich rein und wieder raus. Und für Notfall haben wir dann eine Lösung, wo Hans hilft. Und war das so ein bisschen auch deine Idee oder dein Anspruch, dass du willst da selber reinkommen? Genau, also es war schon so, dass es natürlich cool wäre, wenn es im Nominalfall alleine klappt. Genau, wäre natürlich auch cool, wenn es im Notfall alleine klappt, aber da wüsste ich jetzt gerade nicht genau wie. Und ich glaube, da müsste man sich nochmal ausgiebiger Gedanken machen. Mhm. Gibt es da Momente, Hans, wo du irgendwie sagst, oh, das ist jetzt schon eine Herausforderung, wo du sagst, da ist Michi auf dich angewiesen und da würde sie dich im Zweifel halt brauchen? Also gibt es so ein paar Ecken, wo es auch schwierig wird für mich auch nicht. Also brauche einfach Kraft. Man kann so sagen, ja. Und ich bin dann ganz technisch stark. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich ziemlich gut. Ja. Und wir haben auch Wege gefunden, was weiß ich, wenn wir ein bisschen sozusagen weiter wegrutschen müssen von der Kapsel und so. Also das hat haben wir alles Lösungen für gefunden. Also das heißt, hauptsächlich der Support, was dich ja vor die größte Herausforderung stellt, ist eigentlich die Kraft, dass du im Zweifelsfall sie irgendwo rausheben musst oder Genau. Also die Kapsel hat einen Eingang, der ist irgendwie einen halben Meter hoch, nicht? Und darüber zu kommen, ist das größte Problem im Prinzip. Genau. Ja. Wie ist das für dich? Also es klingt ja so danach, dass es Szenarien gibt, wo du sagst, okay, da potenziell, keine Ahnung, kann mir Schaden zufügen. Ich weiß nicht, ob es darum geht, von wegen, dass du dabei sterben könntest, so, aber im Prinzip das Dinge sind, wo du auf Hans angewiesen bist. Da mache ich mir jetzt als Mensch, wenn ich das so höre, irgendwie drüber Gedanken und denke, oh Gott, Kontrollverlust und so weiter. Und ich bin so, dass das für mich ein schwieriges Thema ist. Dann habe ich so drüber nachgedacht, so ein bisschen die Perspektive noch einen Tick weiter nach außen gesehen und dachte, na gut, eigentlich ist das womit Michi jeden Tag irgendwie wahrscheinlich konfrontiert ist. Ist das so? Ist auch so. Also zum Beispiel ist Fliegen da ein super gutes Beispiel. Also mit einem normalen Flugzeug. Da gibt es so einen Bordrollstuhl, mit dem ich dann sozusagen so zu meinem Sitz gezogen werde. Und da gibt es mit Sicherheit auch Prozeduren für Notfall, aber ganz ehrlich, also so schnell ist dieser Bordrollstuhl auch nicht unterwegs und ist alles eng und mühsam. Da mache ich mir zum Beispiel mehr Sorgen, wie es wäre, wenn man jetzt beim Linienfliegen Notfall hätte, als in dem Falle, wo wir mit New Shepard fliegen, weil wir haben das jetzt so oft geübt und ich vertraue Hans da und
Deswegen glaube ich, da gibt es in meinem Alltag viel mehr Situationen, wo ich sage, da wäre ich mir unsicherer. Aber ich bin es natürlich schon ein bisschen gewohnt, dass ich auf andere Leute angewiesen bin. Also und natürlich, ich kann ein eigenständiges Leben führen, ich kann Auto fahren, I don't know, diese ganzen normalen Dinge. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich einfach Hilfe von Menschen brauche. Und ich glaube, es wird leider auch immer so bleiben. Und also Sie haben im Livestream schon darüber gesprochen, dass du ein super aktiver Mensch bist, du immer noch, aber auch vor deinem Unfall warst, hast Parkour gemacht, bist Mountainbike gefahren, dein Unfall leider bei einem Mountainbike-Unfall passiert. Genau. Gerade wenn man so ein aktiver Mensch ist, habe ich das Gefühl, dass man da wahrscheinlich unter dem Unfall nochmal besonders gelitten hat, weil man die Bewegungsfreiheit plus den Kontrollverlust dann irgendwo hatte und dass man viele Dinge, die man eigentlich gerne machen möchte und die andere Leute um einen herum machen, nicht mehr machen kann. Ja, und das ist auch bis heute schwer, ehrlich gesagt. Also bei der ESA gibt es zum Beispiel auch total viele Sportkurse und wenn ich die anderen einander Fußball spielen sehe, und ich habe früher auch mal Fußball gespielt, dann würde ich halt auch gerne mitspielen, aber ja, ist halt einfach nicht mehr möglich und das versetzt dann jedes Mal einen kleinen Stich. Also wird, glaube ich, leider auch so bleiben. Hans, du kennst jetzt Michi eine Zeit lang und ihr habt ein Training angefangen für euren Flug. Was hat dich an Michi am meisten beeindruckt bisher? Also schon also so ein bisschen, ja, wie sie halt schon täglich durchs Leben kommen mit diesen ganzen Sachen, mit diesen ganzen Schwierigkeiten. Und dann dabei halt eine unheimlich positive Attitude hat. Und auch Leute mitreißt. Was machst du denn? Also das passt schon ganz klasse. Und deswegen denke ich auch, ist das auch ideal, dass sie mitfliegt. Weil ich glaube auch, das wird Leute inspirieren, das wird Leute ja, vielleicht für Raumfahrt mehr begeistern und nebenbei auch noch vielleicht drüber nachdenken, ob man eben das Leben von Rollstuhlfahrern leichter machen kann, nicht sowohl was eben hier Treppen und so weiter angeht oder auch nur ins Auto reinkommen und die Griffen und so weiter, nicht? Also, dass man ein bisschen über sowas nachdenkt. Ich hatte damit auch ein bisschen angefangen jetzt, logischerweise. Und ja, oder halt eben, wenn sie das was auch machen könnte, kann immer Geld spenden, nicht? Und an diese Organisation zum Beispiel. Also ich hoffe, dass das einen Effekt hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Effekt haben wird und dass es halt auch ein positiver Effekt ist, mit dem es ist jetzt möglich und das ist einfach diese Vorbildfunktion und das sind andere Leute, die vielleicht in der Situation, in der du auch warst, vielleicht dann noch nicht draußen sind und die deprimiert sind vom Leben und sagen, ey, oh, guck mal, was Michi macht und mit welcher Lebensfreude sie diesen Flug angeht und so weiter. Das gibt mir den Willen zu sagen, ey, jetzt da will ich auch hin, diese Lebensfreude wieder zurückzukriegen oder auch vielleicht ganz andere Dinge tun, die großartig sind und die Menschheit voranbringen, wo man sagt, ey, deine Behinderung hält dich davon nicht ab, sondern Genau. das. Da geht es gar nicht mal nur um Raumfahrt, also natürlich schon ein Großteil. Aber Ein Parteichen, aber ich meine, grundsätzlich geht es ja darum, dass auch so ein bisschen das vermitteln soll, dass man eben trotz dem Unfall, trotz einer Behinderung nicht aufgeben soll und seine Träume, was auch immer das sind, das muss nicht Raumfahrt sein, halt nicht komplett abschreiben muss. Sollte. Raumfahrt nichtsdestotrotz auch, desto zugänglicher sie wird und desto besser die Technik wird oder so, allein die Energie, die dabei eine Rolle spielt oder so, macht das potenziell sehr gefährlich, Raumfahrt. Ich denke, desto besser unser Engineering ist, desto mehr Erfahrung wir haben, desto besser kriegen wir das alles in den Griff. Nichtsdestotrotz setzt ihr euch da eine Maschine, die mit Wasserstoff und Sauerstoff viel potenzielle chemische Energie hat, die frei werden möchte, im besten Fall mit euch kinetisch und mit Fallschirm wieder zurück, aber es geht auch anders. Hans, du hast jetzt schon gesagt, Jahrzehnte arbeitest du in Luft- und Raumfahrt, baust Raketen, dein Umfeld hat mitgekriegt, dass du Raketen gebaut hast. Was haben die denn gesagt, als du gesagt hast, also ich weiß nicht, deine Familie, so ich setze mich da jetzt auch in so eine Rakete, in so eine Höllenschiene? War nicht immer Begeisterung, würde ich mal sagen. Okay. Hat eine Weile gedauert, vielleicht auch ein paar Leute zu überzeugen, aber im Prinzip durchaus positiv. Ja. Ich muss dazu sagen, dass was die Safety angeht und so weiter und so fort, ist es halt eine wiederverwendbare Rakete. Nicht? Das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, weil wenn man wiederverwendbare Raketen baut, dann kann man eben auch entsprechend die Sicherheit entsprechend optimieren. Ein bisschen wie beim Flugzeug, was halt Millionen Mal fliegt, dann kriegst du halt auch schon mit, wo Sachen halt brechen könnten, bevor sie brechen. Ja. Und so ähnlich ist das halt bei wiederverwendbaren Raketen auch. Und von daher denke ich mir, das ist schon eine gute Sache, verglichen mit einer Rakete, die jedes Mal neu gebaut wird, sozusagen. Ja. Also die ursprüngliche Shepard-Mission. Wo man gar nicht genau weiß, warum es funktioniert. Genau.
warum ich die Rakete gerade mal so ein bisschen kenne. Und diese Rakete auf der anderen Seite kennen Leute schon sehr lange halt, nicht? Mehrere Missionen. Das hilft natürlich schon ein bisschen. Ich denke mir, wenn du jetzt als Begleitperson mit Michi jetzt auch unterwegs bist, dass du auch eine neue Brille für Inklusion bekommst oder einfach vor was für Herausforderungen Michi jetzt im täglichen Leben irgendwie ist. Bei der Dragon-Entwicklung oder beziehungsweise du kennst das Dragon-Raumschiff einfach sehr gut. Hast du da jetzt Dinge kennengelernt, wo du sagst, okay, Mensch, da hätten wir niemals dran gedacht bei Dragon oder das würde niemals funktionieren oder Sachen, oh nee, die Sachen müssen wir eigentlich machen, dann würde das auch bei Dragon Also gehen? Dragon ist in gewissem Sinne durchaus auch eine Inspiration dabei gewesen, ja, weil Heli Asno war ja ganz am Anfang dabei, ja, ist ja auch, hat ja einen Krebs gehabt als Kind, ja, und das überlebt und hat auch ein bisschen Probleme mit dem Knie, glaube ich, gehabt. Und das war auch so ein bisschen, was mir dabei durch den Kopf ging, ja. Ja. Wo wir auch jemanden gewählt hatten, oder beziehungsweise Jared Isaacman hatte jemanden gewählt, die also eine Behinderung hatte oder auch eine Krankheit davor, ja. Und aber trotzdem eben Astronautin geworden ist. Da fand ich also schon so ein bisschen Gedankenanstoß in die Richtung weiterzudenken. Ich fand auch tatsächlich, dass der Name der Mission, ne, Inspiration 4 und die Gedanken, es hat schon gepasst, so von wegen, dass es viele Elemente drumherum waren, wo man sagt, okay, das ist wirklich inspirierend und das hat mit Leute bestimmt dazu gebracht, entweder sich für Raumfahrt zu interessieren oder zu sagen, hey, im Leben gibt es viele coole Sachen und schaut nach vorne. Genau. Ich will nochmal auf deine Behinderung hinaus, Michi. Das ist jetzt ja schon ziemlich krass. Du wirst die erste, das muss ja, also es ist so doof, das so darauf zu reduzieren, so, weil es natürlich auch für euch menschlich cool ist und es ist auch aus anderen Themen interessant ist. Ja, das stimmt schon, aber es ist natürlich jetzt trotzdem die Mission, also können wir es schon auch ein Stück weit reduzieren. Aber damit, also ich meine, du wirst der erste querschnittsgelähmte Mensch sein, der die Grenze zum Weltraum überschreitet. Also wenn man das, ich kann das gar nicht oft genug sagen, jetzt macht jedes Mal was mit mir. Und es ist ja, das Guinness Buch der Rekorde, könnte man jetzt so sagen, oder so, aber es ist etwas, was für die Ewigkeit bleiben wird. Hast du dir da mal drüber Gedanken gemacht oder macht das was mit dir, dass du sagen, okay, das ist jetzt eigentlich... Also auf der einen Seite ja, ich bin mir schon irgendwie auch bewusst, dass damit auch eine gewisse Verantwortung kommt und dass man auch eben irgendwie diese Erfahrungen und das alles weitergeben sollte. Das versuche ich auch irgendwie zu tun, muss ich mir noch überlegen, wie am besten. Was gerade so der Erste oder die Erste sein angeht, ich sage immer, ich wäre eigentlich nicht gerne die Erste. Also ich freue mich total, dass ich diese Chance bekomme, verstehe mich nicht falsch. Aber natürlich wäre es mir viel lieber, wenn Leute mit Behinderung schon ohne Probleme Astronauten werden könnten. Und das schon total normal wäre und ich einfach zum Mond fliegen könnte. Gibt es da eine Sache, wo du sagst, mit dem Flug vielleicht jungen Menschen mit Behinderung oder Leute, die vielleicht jetzt gerade irgendwie erst mit Behinderung lernen müssen, eine Botschaft, die du denen mitgeben möchtest, die für dich irgendwo wichtig war oder wo du sagst, hey, das hat mich weitergebracht? Also junge Menschen oder Leute, die gerade die Behinderung bekommen haben? Vielleicht in zwei Fragen. Also ich glaube, Leute, die gerade die Behinderung bekommen haben, würde ich sagen, es ist wahnsinnig schwer am Anfang. Also da würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist anders. Und ich war mir auch wirklich nicht sicher, ob und wie mein Leben wieder lebenswert wird und keine Ahnung. Aber denen würde ich auf jeden Fall sagen, haltet durch und die Zeit geht vorbei und es wird sehr, sehr viel besser und super viel lebenswert wieder. Und jüngeren Menschen, die vielleicht die Behinderung auch schon länger haben, würde ich auf jeden Fall sagen, macht das, worauf ihr Lust habt und lasst euch nicht in irgendwelche, sage ich mal, Situationen zwängen von außen, wo jemand sagt, ja, das geht nicht mit Behinderung oder keine Ahnung, sondern macht das, worauf ihr Lust habt. Was ist so deine Einschätzung bei Inklusion, Raumfahrt? Was ist die größte Herausforderung, technische oder gesellschaftliche? Ich würde sagen gesellschaftlich, weil alle Leute, mit denen ich jetzt so gesprochen habe, die irgendwie mehr in dem Bereich arbeiten oder mehr Erfahrung haben, sind alle so, ja okay, es gibt Probleme, also auch technische Probleme, aber die könnte man alle irgendwie hinkriegen. Aber natürlich ist es immer alles eine finanzielle Frage und auch eine gesellschaftliche. Und genau, deswegen würde ich sagen, die größere Hürde ist tatsächlich da.
Ja, und wir haben ja einen Techniker hier, der mit Entwicklung von Raumfahrzeugen für Menschen sich ein bisschen auskennt. Hans, ist es realistisch, werden wir das erleben, dass querschnittsgelähmte auch in den Orbit fliegen? Mal gucken. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger und auf jeden Fall, also für Organisationen wie, was weiß ich, ESA oder NASA oder wie auch immer, da wird es wahrscheinlich schwierig werden. Aber auf der anderen Seite gibt es ja mittlerweile eben mehr und mehr kommerzielle Möglichkeiten, was weiß ich, ob das jetzt die Mars-Raumstation ist oder andere fallen mir leider nicht ein. Ähm, ähm, da könnte man halt schon eher drüber nachdenken, nicht? Ob das eine Möglichkeit ist. Also ich finde, was halt noch wichtig ist, irgendwie, dass man jetzt halt daran denkt, wenn man diese ganzen Dinge baut, also wenn man jetzt neue Raumstationen baut und so, dass man das direkt mit im Kopf behält und nicht irgendwas in Orbit bringt, weil hinterher dran zu arbeiten, das barrierefreier zu gestalten, ist sicher schwieriger als von Anfang an. Und ich denke mir halt so, ne, wir reden ja von Flügen zum Mond und Mars und beim Mond ist vielleicht nochmal was anderes, da geht es um ein paar Tage, aber ich sag mal, Flüge zum Mars, wir haben da einen Arbeitsunfall mit Astros auf dem Mars und die müssen da trotzdem irgendwie zurück und ist dumm, wenn denn die Kapsel nicht in der Lage ist, auch hier einen querschnittsgelähmten Astronauten, der notfallmäßig versorgt ist, aber der trotzdem gerne nach Hause würde. Ja, oder auch jemand, der erblindet, oder? Ja. Gibt es ja alle möglichen Formen von Behinderung, die man da auch erlangen könnte. Und da sind wir uns, glaube ich, als Ingenieure so einig, von wegen, gerade wenn man vor große Herausforderungen gestellt wird, dann findet man auch coole Lösungen. So. Das heißt im Prinzip auch, wenn man irgendwie sich Sachen überlegt, die vielleicht für den perfekten Fall und die perfekte Crew, die perfekt losfliegt, erstmal keine Rolle spielen, aber wenn man sich Sachen überlegt, die schwer sind und die es schwer machen, man Lösungen findet, die insgesamt das Programm voranbringen. Genau. Ja. Also will ich sagen, alles ist ein technisches Problem, aber oftmals sind am Ende die Lösungen in einer technischen Art und Weise halt. Zu eurem Flug mal zurück wieder. Auf was freut ihr euch da eigentlich am meisten? Also ist es die Schwerelosigkeit, ist es die Beschleunigung, ist es, ja. Alles. Ich freue mich am meisten, die Erde zu sehen, glaube ich. Und auf die Schwerelosigkeit und wie sich ein Raketenstart anfühlt. Aber ich glaube, die Erde wird das Coolste. Ich glaube, von mir ist leichter. Ich kann es gar nicht so richtig einschätzen, weil ich sag mal, auch ob Dragon oder aus New Shepard, die Kameras sind, glaube ich, immer sehr weitwinklig. Deshalb weiß ich gar nicht, wie sehr man die Erdkrümmung eigentlich sieht. So. Aber die Bilder, die man sieht, wo man dann trotzdem auch diese dünne Atmosphäre irgendwie ahnen kann oder so, das ist schon immer sehr beeindruckend und sehr irgendwo herzöffnend, so, ne? Gerade für uns Raumfahrtfans. Ja, also ich freue mich mega, dass ihr diese Erfahrungen habt und ich bin sehr gespannt, was ihr danach davon erzählt. Und ja, auch wie sich so ein Flug anfühlt und anhört und was mit einem macht und ob man da vielleicht ganz anders wiederkommt. Wer weiß es ja. Michi, ich könnte mir vorstellen, dass bei aller Begeisterung für diesen Flug du eigentlich lieber wieder laufen würdest. Also das ist jetzt eine super, super doofe Frage. Nee, aber, das ist keine doofe Frage. Wir haben es am Eingang so ein bisschen gesagt, von wegen wir leben so in Zeiten, in denen Dinge möglich sind, von denen wir es nicht gedacht haben, dass es passiert. Ne? Also gerade die letzten 10 Jahre, da waren so viele Sachen dabei, wo ich nicht gedacht hatte, dass das in der Raumfahrt passiert. Und ich habe es miterleben, wo ich super optimistisch bin, was die nächsten 10 Jahre denn erstmal passiert, weil das gefühlt ist, die Geschwindigkeit wird eigentlich nur noch schneller gerade. Gibt es da so Entwicklungen, die du verfolgst, wo du sagst, okay, weiß ich nicht, AI oder Materialwissenschaften oder Neuroscience oder so, das sind Sachen, die dir vielleicht helfen können? Also zu mir hat mal ein Arzt oder eine Ärztin gesagt, dass das Rückenmark das Schwierigste ist, was man sich verletzen kann nach dem Gehirn. Also ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren da jetzt der große Durchbruch kommt, aber das heißt auch nicht, dass ich glaube, dass er nie kommt. Ich hoffe schon, dass es irgendwann in meinem Leben noch was gibt, was in welcher Art und Weise mein Leben leichter macht. Ich verfolge es aber nicht auf täglicher Basis, weil ich glaube, wenn man das immer verfolgen würde, dann würde man auch permanent irgendwie enttäuscht werden, weil dann ist wieder so, oh, wieder ein Jahr rum, wo nichts gefunden wurde. Und ja, da fokussiere ich mich lieber auf das, was ich machen kann. Aber sobald es irgendwas gibt und sei es ein Exoskelett, was man sich wie eine Hose anziehen kann oder keine Ahnung, bin ich die Erste, die das benutzen würde.
Du hattest einen ziemlichen Auftritt, als du hier reingekommen bist mit deinem Rolli und bist so fast reingeflogen so und Hans und ich mussten sehr, sehr, sehr schmunzeln. Bist auch viel mit dem Handbike unterwegs und so weiter. Was hast du für Musik, wenn du trainierst, und ist da irgendwie was, wo du sagst, das ist dein Soundtrack für den Weltraum? Ich höre viel so elektronische Musik. Also mein Lieblingskünstler ist Jan Blomqvist, den kennt fast keiner. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das jetzt unbedingt Weltraum-Songs sind. Weiß ich gar nicht, was ich am meisten mit Weltraum verbinde. Wahrscheinlich so Hans Zimmer-Sachen wie jeder. Gefühlt. Apropos Hans, was hörst du eigentlich für Musik? Ich höre ziemlich alles. Also, ja, vielleicht. Aber ich bin mal gefragt worden, was ich beim Start hören würde, ja. Und meine Antwort war natürlich nichts. Ich will die Ventile hören. Sarah Gillis hat der erste Mensch, der Violine im Orbit gespielt hat, fand ich super, super cool. Was sind meine Sachen? Also wahrscheinlich eher was Klassisches, was ich irgendwie mit Weltraum verbinde. Stanley Kubrick hat das schon sehr gut gemacht, damals Schwerelosigkeit mit An der blauen Donau und so. Und eigentlich auch kein schlechtes Thema, genau genommen. Und das irgendwie. Für mich ist diese Mission so optimistisch und mit dem der Möglichkeit, dass ihr diesen Flug machen könnt, werdet ihr so viele Leute inspirieren können. Es werden natürlich auch Leute sein, die vielleicht eine ähnliche Situation haben oder vielleicht auch eine ganz andere Behinderung oder vor einer anderen Herausforderung stehen. Das ist ja auch das Coole, wenn man so eine inspirierende Sache hat. Das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen Leute irgendwie dazu motivieren, irgendwie positiv aufs Leben zu gucken und zu sagen, hey, ja, man muss ja auch mal ehrlich sagen, die meisten Leute stehen ja vor irgendwelchen Herausforderungen. Meine sieht man mir jetzt direkt an, aber viele andere Herausforderungen sieht man ja auch nicht direkt. Und auch die Raumfahrt hat noch unendlich viele Herausforderungen, wenn sie sich dahin entwickeln soll, dass wir als Menschheit mal vielleicht wirklich bei den Sternen leben, in Raumstationen, auf Planeten oder vielleicht auch irgendwann mal als Spezies mal das Sonnensystem verlassen können, was wahrscheinlich noch sehr weit weg ist. Aber als Science-Fiction-Fan träumt man sich ja, dass wir so ein bisschen so von denken, okay, wir gucken uns an, was halt für andere Planeten sind, ob es der Eisplanet ist oder der Gasplanet ist oder was auch immer. Aber wenn man diesen positiven Vibe hat und wenn man irgendwie Beispiele hat, die einen Lust auf die Zukunft machen, dann geht man auch diese Herausforderungen an. Und für Stück kommen wir halt zu dieser optimistischen Zukunft dann. Und da finde ich eure Mission, euren Flug, müsst ihr euch eigentlich noch einen Namen ausdenken zu der, Hans hat schon noch Spaß gesagt, Inspiration 2. Und also ich müsste man gechattet vorhin. Ihr zahlt auf jeden Fall in diese Idee mit Optimismus und Leute motivieren, zahlt ihr sehr, sehr viel mit dieser Mission ein. Ich wünsche euch alles Gute für das Training, ich wünsche euch alles Gute für das Flug. Ich werde das sehr, sehr, sehr intensiv verfolgen. Ich denke noch drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht einfach mich in den Flieger setze und nach Texas mir das auch mal vorher. Ich habe ja immer noch keinen 10. Start gesehen und das wäre eine Mission, in der ich mich sehr gerne verschreiben würde und das ich euch gern fliegen sehen würde. Und das schauen wir mal. Hans und Michi, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und alles Gute und auf bald und erzählt, wie es war. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin ganz pumped, weil mir das wirklich dieses Thema so viel gibt und ihr merkt es, wir haben ganz viele positive Nachrichten in der Raumfahrt und Projekte, die losgehen. Und es ist jetzt gerade so eine super coole Zeit, sich für Raumfahrt zu interessieren, weil diese ganzen Projekte loslaufen, weil Dinge ausprobiert werden, die wir uns vielleicht vor 10 Jahren noch nicht gedacht haben, dass sie möglich sind. Und dementsprechend macht ihr es genau richtig, dass ihr euch für Raumfahrt begeistert. Und ich sage dann ja immer, unser Apollo-Moment, weil wir jetzt halt gar nicht wissen, wie die zukünftige Generation über unsere Zeit mal reden werden. Aber man kann das spüren, dass es eine besondere Zeit ist. Und mit der Zukunft der Raumfahrt, da wünsche ich euch alles Gute, das wird großartig und auf bald. Immer schön senkrecht bleiben, euer Mo.